Heute zeige ich dir eine Kombination aus zwei Übungen, die du benutzen kannst, um deinen Trompetenklang wesentlich schöner, angenehmer zu gestalten. Mir gefallen immer Übungen, wo es ums Visualisieren geht. Das heißt zum Beispiel das Sichtbarmachen des Luftstroms zum Beispiel. Und danach natürlich der Übertrag aufs Instrument. Und genau so eine Übung möchte ich euch heute zeigen, um eben natürlicher Trompete zu spielen, angenehmer und einen super Klang auf der Trompete zu erzeugen. Ohne dass großartig Belastung im Körper entsteht. Ganz im Gegenteil. Es fällt dir am Schluss auch wesentlich leichter. Egal ob mittlere Lage, tiefe Lage oder dann auf dem Weg in die Höhe, du wirst bemerken, es ist wesentlich angenehmer, offener, freier und schöner im Klang. Los geht's. Schnapp dir einen Zettel, der ungefähr hier so ein Viertel von einem A4-Blatt ist. Und jetzt ist es wichtig, dass wir tief einatmen. Aber tief einatmen heißt nicht Luft nach innen ziehen, so schnell wie es irgendwie geht, sondern es geht um das Einstaunen. Das heißt, der Hals, der Kehlkopf geht auf und lässt eben Luft nach innen strömen. Wichtig ist, bevor wir die Übung machen, einmal ausatmen, damit die Luft eben draußen ist. Dann Zettel ungefähr auf Mund-Nasenhöhe und der Abstand hier ist ungefähr, sagen wir mal so 20-25 cm. Und jetzt ist es eben wichtig, dass wir dieses Einstaunen machen und danach lassen wir mit einer U geformten Öffnung die Luft gegen diesen Zettel strömen. Am Schluss nimmt die Intensität des Luftstroms etwas ab und man merkt, der Zettel geht wieder in seine Ausgangsposition zurück. Doch während wir aktiv und viel Luft nach außen bringen, ist der Zettel gleichbleibend auf einer Höhe. Und das ist das Ziel. Wir atmen wieder ein, staunen ein und bringen eben Luft auf dieses Blatt Papier. Noch einmal. Jetzt ist es wichtig, dass wir diese Übung natürlich auch auf unser Instrument übertragen. Wichtig hier, erstmal das Mundstück ab, das heißt wir haben das offene Mundrohr und du kannst auch jederzeit die Wasserklappe aufmachen oder eben diese auch geschlossen lassen. Wichtig ist, wir denken jetzt an diesen Zettel, nehmen das Mundrohr richtig in den Mund, also nicht, sondern richtig in den Mund, Wasserklappe auf und dann machen wir genauso wie vorhin Du kannst auch immer ein paar normale Atemzüge zwischendrin machen. Wichtig ist immer nur, dass wir, wenn wir dann dieses mit dem Mundrohr machen, dass dann die Luft weich nach außen fließt. Und jetzt kommt eben der Übertrag aufs Instrument. Das heißt für dich Mundstück auf die Trompete. Wir staunen wieder ein. Und dann haben wir in der Mittellage eben unser G1. Ich spiele diesen Ton, fühle und höre hinein, was denn mit dem Ton passiert. Der war jetzt sehr, sehr gerade. Ich habe aktiv die Luft nach außen gebracht. Der Kehlkopf war geweitet durch unsere vorhergehenden Übungen. Und wenn ich das geschafft habe, übertrage ich es auf bewegte Töne. Das heißt natürlich erstmal chromatisch. Jawohl, so eine kurze Ausweichbewegung nach unten und eben wieder zurück. Und jetzt eben nach oben. Und umso öfter du diese Übung machst, vor allem vorbereitend für dein Trompetentraining, für deine Übeeinheit, wirst du merken, du kannst immer auf die gleiche angenehme Art und Weise in dein Trompetentraining starten. Hast schon deinen Atemapparat aktiviert, deine Luftführung nach außen bewusst gemacht und hast dementsprechend ein klangliches, gutes Resultat auf deiner Trompete, auf deinem Blechblasinstrument. Ich empfehle dir, mach mal für 1-2 Wochen diese Übung. Die dauert keine Ewigkeit, ein paar Minuten vielleicht. Du atmest, sagen wir mal, 5-mal bewusst ein, 5-mal bewusst gegen den Zettel aus. Das gleiche im Übertrag eben auf die Trompete, ohne Mundstück. Und danach geht es ja schon ins Spielen. Also wenn das 1-2 Minuten sind, hast du gleich ein gutes Warm-up, eine gute Aktivierung deines Körpers und kannst wunderbar, klangvoll, rund im Sound in dein Trompetentraining starten. Wie gesagt, probier's mal aus
Und schreib deine Erfahrung dann in die Kommentare oder mir persönlich. Es interessiert mich brennend, ob du positive Veränderungen bei deinem Trompete-Spielen bemerkst. Noch am Rande, wenn du gestresst bist und oft schnell oder knapp in die Trompeten- oder beziehungsweise in die Orchesterprobe zum Beispiel kommst, mach vorher oder während du zum Beispiel Auto fährst ein paar tiefe Atemübungen. Oder kurz bevor du zum Beispiel in den Probenraum reingehst, ein paar Mal bewusst tief ein- und ausgeatmet und du wirst merken, du kannst wesentlich entspannter, konzentrierter und angenehmer eben in diese Übeeinheit, in diese Orchesterprobe starten. Wie gesagt, probier es aus und lass am Ende gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.